Mein Gott, was ist mit dir, Carla? Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Es geht schon wieder. Was ist denn nur los mit dir? Du, ich kann das nicht mit ansehen, wenn du dich so quälst. Carla, was auch immer es ist, du kannst mir alles sagen. Ich bin doch dein Vater. Wenn du irgendetwas auf dem Herzen hast, wir haben uns doch immer vertraut. Es ist einfach zu viel alles momentan. Der Tod von Hannah. Du hast sehr an ihr gehangen, nicht wahr? Und dann die ganze Arbeit hier. Ich weiß einfach nicht, wo mir der Kopf steht. Möchtest du vielleicht eine Assistentin, damit du entlastet wirst? Und sonst bedrückt dich wirklich nichts. Mit extra viel Milch. Genau wie du den Kaffee magst. Danke. Weißt du was? Du solltest mal eine Pause einlegen. Und deinem Vater erzählen, was dich beschäftigt. Es tut mir leid, aber ich muss doch mit einem Kunsthändler telefonieren, einen Vertrag aufsetzen. Siehst du, genau das ist es. Du lädst dir einfach den Tag zu voll. Wenn du mich jetzt bitte alleine lassen würdest. Ja, gut. Wie du meinst. Ja. Vater. Vater, alles in Ordnung? Du hast es ihm gesagt, stimmt's? Ich kann mir schon vorstellen, wie du dich fühlst, aber glaub mir, das war die richtige Entscheidung. Gerade war der Moment, es ihm zu sagen. Und ich habe ihn endgültig verpasst. Soll ich so tun, als sei alles normal? Naja, das Schlimmste hast du doch hinter dir. Vater glaubt... Ich kann ihm jetzt nicht unter die Augen treten. Nicht jetzt, wo ich ihn schon wieder belogen habe. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, ihm die Wahrheit zu sagen, oder? Ach, Carla. Ich fühle mich so schäbig. Ich weiß doch, was du durchmachst. Aber der Zeitpunkt wäre einfach nicht der richtige gewesen. Du willst, dass ich die Show weiter durchziehe. Das schaffe ich nicht. Und das will ich auch nicht. Vielleicht musst du das auch gar nicht. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee. Du willst wirklich nicht, dass ich dich begleite? Danke. Es ist besser so. Ich brauche die Zeit für mich allein. So, alles verstaut. Danke. Ich hoffe nur, dass die Auszeit mir auch wirklich was bringt. Ach klar, natürlich. Tschüss. Ciao. 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 Und meld dich mal. Und wie erklären wir jetzt Vater Carlas überstürzte Abreise? Dafür haben wir doch einen Arzt in der Familie.
Guten Morgen. Guten Morgen. Es geht doch nichts über einen morgendlichen Ausritt. Und jetzt ein leckeres Frühstück. Ihr seid aber spät dran. Ist Carla schon im Auktionshaus? Ich müsste dringend mit ihr sprechen. Carla ist heute Morgen schon sehr zeitig abgereist. Wie abgereist? Ja, sie hat sich ein paar Tage Auszeit genommen. Ich mache mir solche Sorgen um Carla. Aus medizinischer Sicht könnte man sagen, sie ist noch traumatisiert. Der Tod von Hannah. Naja, sie war ihre beste Freundin. Vielleicht hat er in ihr ihre eigenen Todesängste geweckt. Ja, und dann noch diese Entführung. Ja, ihr dürft nicht vergessen, dass sie sich ihr eigenes Grab schaufeln musste. Schrecklich. Tja, und sie hat es auch nie richtig überwunden. Ja, das ist ja alles richtig, aber warum musste sie sich denn so schnell in die Arbeit stürzen? Was ist denn mit ihrem Verlobten? Carla erwähnte sowas, dass die beiden Differenzen haben. Ah ja? Ja, jedenfalls schien sie ganz froh zu sein, endlich mal ein bisschen Zeit für sich allein zu haben. Weinbach, wie schön. Ich wollte Sie gerade anrufen. Graf Landstein, Tja, unsere nächste Schwarzgeldlieferung ist fällig. ich weiß, Frau von Anstetten hat mich bereits informiert. Ah, Ja, wie Sie sehen, habe ich alles unter Kontrolle. na, es ist doch schön, so verlässliche Mitarbeiter zu haben. Ja, war es das, was Sie mir sagen wollten? Nicht ganz. Hat mein Vater Sie schon erreicht? Nein. Er erwartet Sie auf Königsbrunn zu einem Gespräch. Worum geht's denn? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube um Carla und Sie. Ja, es schien ihm irgendwie wichtig zu sein. Er wirkte besorgt. Na, Kleiner, gib mir mal einen Tipp. Weiß der Graf was von der Scheinverlobung zwischen mir und Carla? Ja, hast recht. Würde mich jetzt auch nicht mehr retten. Tag, Herr Graf. Herr von Beinbach, schön, dass Sie es so schnell einrichten konnten. Es geht um Carla. Genauer gesagt um Ihr Verhältnis zu Carla und unserer Familie. Normalerweise mische ich mich nicht in die Angelegenheiten meiner Kinder, aber manchmal muss man eine Ausnahme machen. Herr Graf, ich fürchte, ich kann Ihnen jetzt nicht ganz folgen. Ihre Diskretion ehrt Sie, ist aber mit Verlaub übertrieben. Ein Streit kommt ja wohl in den besten Familien vor. Streit. Ansgar hat mir davon erzählt. Streit ist vielleicht etwas übertrieben. Ja, nun nennen Sie es, wie Sie wollen. Ich möchte, dass Sie sich so schnell wie möglich mit Carla versöhnen und dass sie nach Hause zurückkommt. Ja. Ja, das möchte ich auch. Carla hat ihre Entführung und den Tod von Frau Nowak noch lange nicht verarbeitet. Sie sollte jetzt nicht einsam in einem Ferienhaus sitzen und die Wände anstarren. Sie braucht ihren Verlobten an ihrer Seite. Sie meinen, ich soll zu Carla fahren? Ich bitte Sie, tun Sie den ersten Schritt. Egal, was der Anlass für Ihre Meinungsverschiedenheit war. Carla? Carla? Hallo? Was machst du denn? Ich dachte, du freust dich. Ich wollte allein sein. Haben dir das Ansgar und Leona nicht gesagt? Carla! Dein Vater macht sich Sorgen um dich. Deshalb bin ich dir nachgefahren. Ich brauche kein Kindermädchen mehr. Wir sollen uns wieder vertragen. Er geht davon aus, dass du verreist bist, weil wir uns gestritten haben. Ansgar hat ihm sowas erzählt. Das hat er ihm doch nur gesagt, damit Vater keinen Verdacht schöpft. Ja, wie auch immer. Jetzt bin ich jedenfalls hier. Nein. Du fährst zurück und erzählst ihm, dass alles wieder im Lot ist. Du kennst ihn doch. Ich kann erst wieder zurück nach Königsbrunn, wenn du mitkommst. Und im Übrigen hat er recht. Du brauchst jemanden, der sich um dich kümmert. Ich will allein sein. Carla, bitte. Ich brauche Zeit, um das alles zu verkraften. Carla, man sieht uns als verliebtes Paar. Wenn wir getrennt sind, dann... Verstehst du denn nicht? Ich will jetzt niemandem etwas vorspielen. Ich brauche meine Ruhe. Ich sehe doch, wie schlecht es dir geht. Jetzt nimm doch meine Hilfe an. Mach, was du willst.
Du bist ja immer noch hier. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Sag mal, wo liegt eigentlich dein Problem? Von irgendwas musst du dich ja sicherlich ernähren, oder? Und der Laden ist noch der beste in der ganzen Gegend. Und weil ich so ein sympathischer Kerl bin, habe ich auch noch ein kleines Geschenk bekommen. Ja, sieht ganz gut aus. Ich darf also bleiben. Gefüllte Tomaten und Oliven. Natürlich. So bin ich eben. Ich weiß doch, was dir gefällt. Ich wäre jetzt gerne am Meer. Wie oft wollten Hannah und ich zusammen wegfahren? Schade. Am Meer wart ihr nie. Wir waren mal zusammen in einem Wellness-Hotel. Aber da musste ich mich als Mann verkleiden. Was? Habe ich dir nie davon erzählt? Nee. Silvia ist leider im selben Hotel abgestiegen. Naja, und da sie mich nicht erkennen sollte, Im Versteckspiel warst du schon immer eine Meisterin. Ich wäre nie hinter dein Geheimnis gekommen, wenn ich mich nicht damals selber in dich verliebt hätte. Aber das ist vorbei. Schon spät. Ich werde mich auf den Heimweg machen. Wegen deines Vaters mach dir keine Sorgen, mir wird schon was einfallen, warum du noch länger bleibst. Ich hätte dich gern ein bisschen aufgemuntert. es hat gut getan, mit dir zu reden. Na, immerhin. Bernd? Bleib heute Nacht hier. Weißt du, ich habe noch nie eine Frau so sehr geliebt wie dich. Damals, am Anfang. Jetzt habe ich mich damit abgefunden. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich sowas wie ein guter Freund für dich bin. Dein guter Freund. Das bin ich doch für dich, Carla. Carla? Was ist los? Schlaf weiter. Alles gut. Bernd. Danke. Danke, dass du so ein guter Freund bist. Carla! Hallo! Hallo, mein Engel. Na? Wo wart ihr denn? Habt ihr einen Ausflug gemacht? Ja? Oh, wo denn? Warst du richtig romantisch mit allem drum und dran? Du, sag mal. Musst du nicht zur Uni? Nie was von Semesterferien gehört? Vanessa, bitte. Oh, verstehe. Ihr wollt lieber alleine sein. Ja, ich bin sowieso verabredet. Also, tschüss. Tschüss. Ich möchte bloß wissen, von wem sie das hat. Naja, ich lasse dich jetzt wohl besser auch mal allein. Hm? Ich muss auch telefonieren, geschäftlich. Bernd, warte bitte. Ja? Dass du mal in mich verliebt warst. Das ist doch längst kein Thema mehr. Trotzdem. Manchmal ist es wirklich schwierig, solche Gefühle einfach abzustellen. Da schätzt du mich falsch ein. Nein. Die Situation gestern im Ferienhaus. Du hättest sie ausnutzen können, aber hast es nicht getan. Ich habe unsere Freundschaft in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt. Ja,
Tod von Hannah, das Auktionshaus, ist doch klar. Nein, du hast so viel für mich getan. Und ich werde mich dafür revanchieren. Versprochen. Telefonate.